Herzlich willkommen alle Tanzprofis, Bewegungsfanatiker und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um das Spiel Dance Dash in Verbindung mit der Pico. Ja, nach dem traurigen und nicht nachvollziehbaren Ende von Blitz Rhythm verstaubten meine Motion Tracker im Regal. Aber frohlocket, ich habe eine Verwendung gefunden. Eigentlich sogar zwei, aber von der zweiten erzähle ich euch in einem anderen Video. Also zurück. Matze, auch ein Beta-Tester von damals, hatte mich auf ein Spiel aufmerksam gemacht, und zwar Dance Dash. Ja, weil es gibt die Möglichkeit, mit einer bestimmten Version der APK von den Motion Trackern, genauso wie mit dem neuen Pico Connect, die Daten der Motion Tracker an Steam VR zu übergeben und somit auch an das Spiel. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt auf meinem PC und der Brille an. Ja, herzlich willkommen auf meinem PC. Und was brauchen wir denn alles, um unsere Motion Tracker Daten überhaupt zu Steam VR zu bekommen und dann später entsprechend in die einzelnen Spiele? Dafür brauchen wir Pico Connect. Pico Connect könnt ihr euch einfach downloaden, und zwar habe ich euch den Link mit unten in die Beschreibung gepackt. Wir brauchen nämlich eine bestimmte Version 10.15. Momentan die aktuelle Version ist die 10.0.24. Dort fehlt uns aber ein entscheidender Punkt. Später brauchen wir auf der App noch die Pico Fitness Tracker 1.3.3, aber wie gesagt, das brauchen wir nur auf der Brille, deswegen können wir das hier schon schließen. Ja, wenn ihr dann die Pico Connect runtergeladen habt und installiert, sieht das Ganze erstmal so aus. Dort wechselt ihr dann in die Einstellungen und geht dann in Lab. Wenn ihr dort nach unten scrollt, habt ihr den Punkt Körperverfolgung. Und da müsst ihr den Schieberegler nach rechts schieben, damit die Motion Tracker Daten fließen können. Ja, in den neueren Versionen ist dieser Punkt nicht mehr vorhanden, deswegen die Version 10.15. Und das war's schon, was wir an dem PC vorbereiten müssen. Den Rest machen wir dann auf der Brille. Da sind wir auch schon auf meiner Brille, auf der Pico, und die Seite habe ich im Browser geöffnet. Hier haben wir die Fitness Tracker App, die habe ich auch schon heruntergeladen, und da könnt ihr einfach dann auf Öffnen gehen und dann installiert er sie. Ja, die liegt dann hier oben bei den Apps. Wir öffnen sie mal schnell und da könnt ihr sehen, unten ist noch der Button von Blitz Rhythm für die Kalibrierung. Gestern lustigerweise war da bei mir ein Kalibrierungsbutton. Gut, der ist jetzt fort, stört aber auch nicht weiter, sondern jetzt könnte man praktisch in Blitz Rhythm gehen. Ja, unter den Einstellungen haben wir dann oben nochmal, wo wir die Daten übermitteln können und ob wir Höchstleistung haben wollen. Aber das war es dann schon im Großen und Ganzen. Ja, das waren die Einstellungen, die wir da machen können. Deswegen können wir jetzt eigentlich von der Motion Tracker her direkt auf Pico Connect gehen. So, da sehen wir, ich bin per WLAN verbunden, 5 GHz Netz und nicht per USB. Hier oben haben wir schon meinen PC, hat er schon gefunden. Dann sagen wir einfach verbinden. So, jetzt sind wir auf meinem Desktop, auf dem Desktop 1. Ich könnte jetzt oben noch auf Desktop 2 springen. Und hier haben wir Steam VR und das starten wir jetzt einfach mal. So, wir sind in der Steam VR Umgebung und oh, ihr seht ja schon, meine Füße sind zu sehen. Ja, und das klappt auch schon. Ich bewege sie und unsere schöne Animation macht das Ganze dann mit. So, dann haben wir hier Dance Dash, also kurz zum Spiel Dance Dash. Es ist ein Arcade-Spiel, und zwar der ein oder andere kennt diese Arcade-Automaten, wo man bestimmte Farben mit den Füßen treffen muss im Takt der Musik. Das ist jetzt bei uns hier in Europa bzw. in Deutschland nicht so weit verbreitet, aber auf dem asiatischen Markt, also Japan und China, werden die Sachen sehr viel gespielt und haben eine große Fangemeinde. Da könnt ihr mal auf YouTube nachsuchen. Da gibt es ein paar Leute, die haben es echt drauf, auf diesen Dingern abzurocken. Ja, also so ähnlich ist Dance Dash gemacht. Und man kann halt mit mehreren unterschiedlichen Tracking-Varianten arbeiten. Einmal kann man mit einer Webcam arbeiten, dann ist das Ganze im Flatscreen praktisch gemacht. Und die andere Variante ist mit Lighthouse, das ist die genaueste Variante, also da funktioniert es tatsächlich am besten mit. Und da kann man dann halt die Vive-Tracker benutzen. Sogar die Ultimate sollen jetzt unterstützt werden mit dabei. Also die ganz neue Generation.
Aber da ist man natürlich preislich schon in einer ganz hohen Klasse angekommen. Ja, es funktioniert eigentlich auch per Standalone. Also man kann die Quest 2 Controller sich unten auf die Füße schnallen oder auch mit den Quest 3. Da werden die dann unterhalb der Knie geschnallt, also so ähnlich wie jetzt hier meine Pico Tracker, die ich kurz unterhalb der Knie geschnallt habe. Allerdings funktioniert auch das eher schlecht als recht, so wie man hört. Ganz einfach aus dem Grund, wir wissen, bei der Quest 3 läuft das Tracking ja über die Kameras vom Headset, womit die Controller dann erfasst werden. Und man kann sich vorstellen, wenn das unten an den Knien ist, dass da ganz schnell mal die Sicht auf die Controller verschwindet. Und dann lässt natürlich das Tracking ein bisschen zu wünschen übrig. Also am besten funktioniert es tatsächlich mit Lighthouse. Ja, so viel zum Spiel. Also wir gehen da jetzt mal rein. Man sieht, ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Hatte gestern das halt zum Testen erstmal probiert. Also 19 Minuten war ich drin, wobei gespielt habe ich, glaube ich, ein Lied gerade, um mal zu gucken, ob das funktioniert. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt, indem wir das Ganze starten. So, das ist Dance Dash Early Access. Ja, wir sehen, es geht los. Hier wird so ein bisschen uns noch erklärt, was es ist. Also man hat die übrigen, ganz gewöhnlichen Sicherheitshinweise. Und meine Füße funktionieren auch schon wunderbar. Also ich kann die Tracker hier hochsteuern. Man sieht, er hat meine 2 Handcontroller erkannt. Und er zeigt da jetzt optisch die Vive-Tracker an, aber das sind ja unsere Pico-Controller. Hier kann ich jetzt das Ganze nochmal genau einstellen, also sprich meine Füße genau auf die Schuhe platzieren. So, machen wir das mal. Da, da. Und wenn das dann passt, klicke ich einfach OK. Ja, sollte passen. So, und jetzt haben wir das Ganze. Ja. Funktioniert doch einwandfrei. So, ja, was haben wir? Wir sehen, das Ganze ist jetzt eine Testversion, die ich runtergeladen habe, also eine Demo. Und in der Demo können wir 3 Lieder spielen und das werden wir jetzt gleich auch direkt mal machen. Ja, wir fangen mal mit dem ersten Lied an. Ich habe das nur auf normal gespielt und dann gucken wir mal, was passiert. Oh, meine Hände sehen auch sehr schick aus. Und treten. Klatschen, treten. Oh, da war eine Falle. Habt ihr das gesehen? Aber hier, das funktioniert super. Springen. So, hier muss man den Fuß dann so auf der Spur lassen. Und ducken. Also auf jeden Fall sehr fitnesslastig. Also einen Bewegungsmangel hat man definitiv nicht. Und springen. Also der große Unterschied zu Blitz Rhythm ist ja tatsächlich, dass man auch genau die Dinger treffen muss. Bei Blitz Rhythm war es ja egal gewesen, weil da konnte man dann einfach nur im passenden Moment auftreten und die Stelle, wo man aufgetreten hat, war ja irrelevant. Hier muss man genau auch den Punkt treffen, wo die Platten dann kommen. Rot halt für linke Seite, rechts für rechte Seite. Und hier, da wird ja einem ganz schön was abgefordert schon. Ja, was können wir noch zur Optik sagen? Also wir sehen ja hier die Stage, die wir hier haben. Sieht ziemlich cool aus. Gefällt mir sehr gut. Und auch die Lichteffekte geil gemacht, das mit dem Boden geil gemacht, also schon cool. Ja, das Einzige was ist, ob man jetzt perfekt getroffen hat oder gut oder sowas, das ist ein bisschen klein und geht ein bisschen schnell sehr tief am Boden weg. Das liegt jetzt an meinen tollen Augen, dass ich das nicht so gut lesen kann, aber ich gehe natürlich mal davon aus, dass ich alles perfekt treffe. Ja, cool, also hier jetzt mal so zur Seite. Ja. Wow, gar nicht mal so schlecht. Ein Arm. 72 perfekt, 43 gut. Ja, also hier, das
für meinen zweiten Versuch mal war das doch echt in Ordnung. Also es ist schon cool, es macht richtig Laune, das Ganze. Und halt, wie gesagt, optisch sieht es auch cool aus. Ja, gehen wir mal zurück zum Menü. Wir haben ja noch 2 andere Songs, die man spielen kann. Einen nehmen wir noch mal. Hier haben wir jetzt so ein bisschen mehr Hip-Hop-mäßig, würde ich sagen. Ja, und auch da funktioniert das Tracking einwandfrei. Also ich kriege jetzt sogar perfekt hin damit. Also. Hier haben wir jetzt mal ein paar Wände nochmal. Ja, schon cool gemacht. Also das Spiel gefällt mir. Wow, hinten mit Feuereffekten. Wie geil, das Publikum ist am Grölen. Ja, hier muss man dann so zur Seite mit den Füßen. Ja, nicht schlecht. Also wie gesagt, die Tracker funktionieren überraschend gut. Aber jetzt hätte ich doch echt gerne mal so einen Vergleich mit dem Lighthouse-System oder mit den Ultimate Vive-Trackern. Ja, jetzt haben wir noch einen Song übrig. Okay, der ist fetzig. Den probieren wir auch noch mal aus hier. Also die Stays sehen auch immer ein bisschen anders aus, tatsächlich. Von den Farben her angepasst. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Also auf der rechten Seite habe ich ja so eine Combo. Wenn ich dann eine Combo erreiche, wird das in der Mitte angezeigt. Oh, ducken. Eieieiei. Wow. Yeah, jetzt geht's ab hier. Ducken, links, rechts. Huhu. Boah, Leute, also wer die Motion Tracker noch daheim hat, probiert das mal aus, das ist super cool. Ah, ist zu Ende? Nein, noch nicht ganz. Jetzt aber. Jo, wie war das? Auch ganz okay, aber ein B. Gut, kann ich mit leben. Aber wie gesagt, das ist gar nicht mal schlecht. Also ich bin begeistert. Also ich hoffe, man hört's, meine Begeisterung. Ich bin ja emotional immer ein bisschen ruhiger.
Aber das ist schon echt cool. Das ist echt cool. Und es funktioniert sehr gut. Ja, und auch optisch sieht es toll aus hier. Also auch mit dem Boden da, gefällt mir. Also durchaus cool. Ja, eine Sache will ich auch noch zeigen, beziehungsweise nicht vorenthalten. Und zwar, wir sehen, es gibt ja diverse Lieder und hier haben wir auch eine ganze Menge. Aber ihr könnt auch Custom-Songs anscheinend machen, beziehungsweise nicht anscheinend, das weiß ich, durch den Matze, weil der Matze ist da extrem aktiv und baut sehr viele Custom-Maps. Und ja, das heißt, wenn euch die Liedauswahl, die es hier insgesamt gibt, nicht ausreicht oder gefällt, könnt ihr noch weitere Custom-Maps dazu holen und downloaden und selbst erstellen und so weiter und so fort. Weil über Steam gibt es den Editor dann auch noch. Ja, das war's. Kommen wir zum Fazit. Kommen wir zum Fazit. Also einmal, das Spiel ist super, es macht Spaß, es sieht optisch toll aus, das mit der Bühne, mit dem Publikum, wie die Sachen ankommen, also da wird wirklich in die Vollen gegriffen und das macht schon echt was her. Auch die Musikauswahl ist völlig in Ordnung und vor allem man hat ja auch Custom Maps und kann weitere hinzuholen und sich eigene Maps dann auch noch bauen. Und von daher ist die Vielfalt schon sehr, sehr groß. Die Genauigkeit der Tracker ist auch gar nicht mal schlecht. Also man wird nie eine 100er-Reihe durchkriegen, also dass man alles perfekt spielt. Aber für den Spaßfaktor reicht es völlig aus. Wenn man es besser haben will, muss man sich halt ein Lighthouse-System holen, was natürlich vom Kostenfaktor eine ganz andere Liga ist. Also von meiner Seite aus habe ich eine super Verwendung für die Motion Tracker gefunden. Und wie gesagt, ich werde weiterspielen, weil es macht echt viel Spaß. Also in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen und ich freue mich natürlich über jedes Kommentar, über jedes Abo und über jedes Däumchen. Also macht's gut, ciao, ciao.